in der Diskussion heute, in der ökologischen Diskussion, glaube ich auch, wenn man Holz natürlich richtig anwendet. Holz ist nicht per se ökologisch, aber Holz kann da einen großen Beitrag leisten, wenn man es richtig benutzt und richtig verarbeitet. Die Bearbeitung des Werkstoffes, die hat wirklich in den letzten Jahren eine große Entwicklung erfahren. Vom analog produzieren, also Fräsen mit stationären Maschinen in diese digitale Bearbeitung. Da hat sich für das Holz, glaube ich, die Situation komplett verändert gegenüber vielleicht vor noch 20 Jahren. Heute kann man mit der Maschine quasi bis zum Moment, wo man etwas verleimt, das heißt, die Präzision, wie zwei Stücke zusammengefügt werden, ist heute eigentlich massiv höher als früher. Das gibt eine andere Ausdrucksweise und das gibt eine andere Qualität. Und ich glaube, dort drin liegen die Innovationen. Das heißt, man kann etwas virtuoser auch mit Form umgehen und kann sich an Dinge wagen, die man früher nur unter ganz hohem Handarbeitsaufwand hätte machen können, die man auch hätte machen können. Es ist nichts heute möglich, das früher komplett unmöglich war. Aber es macht wie heute mit dieser, also produktionstechnisch macht es heute mehr Sinn. Ja, es sind eigentlich zwei Elemente. Das eine Element ist die Sitzfläche, die wir so verformen mussten, damit sie überhaupt Stabilität kriegt. Das heißt, wir haben die sogenannte Zarge, die ein Stuhl üblicherweise hat, die kommt hier nicht mehr vor. Wenn man die weglässt in der Konstruktion, dann muss man mit irgendeiner Form oder mit einer anderen Methode muss man versuchen, eine Stabilität zu kriegen, dass die Sitzfläche auch trägt. Das ist ein Teil. Das Gleiche gilt eigentlich auch für die Rückenlehne. Die Rückenlehne kriegt eigentlich durch diese Verformung unter dem Stuhl kriegt die eine Stabilität. Und das führt natürlich zu diesen runden Formen oder diese Mischung aus rund und kantig, aus freien Kurven und klaren Linien. Das ist jetzt, sage jetzt mal, das ist Entwurfshaltung natürlich. Das wird nicht eingefordert vom Holz. Aber Details wie dieses da, Details wie das sind ganz klar funktionale Details. Ja, der Curve ist eigentlich, das ist der Stuhl und das ist eigentlich das ist die Familie. Im Unterschied zum Vogue 50 ist das ein Massivholzstuhl, das heißt nicht nur die Beine, beim Vogue 50 sind die Beine auch in Massivholz gearbeitet. An dem Stuhl ist die Zarge in Massivholz, sind die Hinterholme in Massivholz, die Armlehne und Rückenlehne, alles in Massivholz gearbeitet. Das heißt, der Stuhl ist viel, von der Materialität her arbeiten wir mit dreidimensionalem Material. Das heißt, wir haben eine Dicke, die wir natürlich beim Vogue 50 auch haben, aber die dort natürlich kontinuierlich ist. Also die Dicke ist, weil es zusammengepresste Furnierlagen sind, ist die immer gleich und wir schneiden eigentlich zweidimensional und hier verformen wir dreidimensional, weil wir das Holz eigentlich als Massiv, als Volumen im Prinzip bearbeiten. Massivholz ist eine traditionellere Verwendung. Was jetzt neu dazu kommt, ist, dass wir dieses Massivholz wie an Details wie da eigentlich, dass wir das mit digitalen Produktionsmethoden bearbeiten können. Und das ist, glaube ich, das Neue. Man kann es so benennen, das ist heute die Neuheit. Und das ist auch das, was diesen Stuhl ausmacht. Also wie gesagt, steckt da drin eigentlich das ganz Alte und das ganz Neue. Das ganz Alte ist Holzbiegen. Wir kennen das alle von Tonet. Die Tonet Kaffeehausstühle, das ist gebogenes, massives Holz. Wir sehen hier ein ganz großes Stück. Das dient eigentlich dazu, dann am Schluss für diesen Stuhl, also für den Armlehnstuhl eigentlich, die Armlehne da draus zu fräsen. Das heißt, das Stück ist im Rohzustand gebogen, auf einem relativ großen Querschnitt wird es unter Dampf gebogen
Und dann, wenn es diese Form hat, kommt es auf ein Bearbeitungszentrum, auf ein CNC-Bearbeitungszentrum, und dort wird dann mit dem Fräser die Form, die gezeichnet wurde, wird dann da ausgefräst. Wenn ich auf dem Stuhl sitze und aufstehe und mich da irgendwie aufstütze, dann habe ich auf diesen Verbindungen sehr, sehr viel Kraft. Und um das so stabil zu machen, dass der Stuhl dann auch wirklich hält, gibt es hier einen Dübel, der nicht in Holz ist, sondern in Baumwolle. Das hätte man früher wahrscheinlich mit einem Stahldübel gemacht. Man hätte mit einem Zweikomponentenleim einen Stahldübel eingeleimt. Das wollten wir und aber auch die Kollektion eigentlich verhindern. Das heißt, wir haben da Lösungen gesucht und sind auf einen Baumwolldübel gestoßen, der eigentlich wie eine Roulade gerollt wird und mit einem Naturharz getränkt in diese Verbindung gesteckt wird. Und der hat die gleiche Stabilität wie ein Stahlstift. Wir verwenden Massivholz, hier ist es Eschenholz. Wir verwenden Holz, das in der Nähe, also aus der Nähe kommt, eigentlich wie nicht weite Transportwege hinter sich hat. Wir verwenden als Füße Kautschukfüße, keine Kunststofffüße mehr. Das ist ein spezifisch gezeichneter Fuß für diesen Stuhl. Also der Fuß hat das gleiche Profil wie das Bein. Die Oberfläche des Stuhls ist ebenso eigentlich ökologisch, finde ich, sehr interessant. Wir haben eigentlich klassisch gebeizt, also die Farbe kommt über eine Farbbeize. Das ist muss man sich vorstellen, das ist wie ein Wasser gefärbt mit Pigmenten. Das wird eigentlich getränkt damit und dann kriegt er anstelle eines Lackes eine Wachsoberfläche. Das ist ein biologischer Wachs, der auf dieser Oberfläche aufgetragen wird. Und das führt dazu, dass wir eigentlich sehr auch ästhetisch ein komplett neues Bild haben. Wir haben eine sehr schöne Tiefe. Wir spielen eigentlich das Holz in seiner Wertigkeit heraus und präsentieren Holz in einer neuen Ästhetik.